Wohin ist Johannes Werner? Halt die Fresse! Buschwacker! Für diejenigen, die nicht eingeweiht sind, wir hatten während der Osterferien ein paar Gäste, die entsprechend diese 5 Kandidaten, die wir gleich mal richtig vorstellen werden, die unabhängig voneinander dieselben Aufgaben gemacht haben. Die Kandidaten, die heute hier vor uns sitzen, die möchte ich euch einmal kurz vorstellen. Der Mann, der immer lacht, mit der wunderschönen Bastenmütze, könnte man sagen, Hemd offen, immer ein wenig frivol und auch sommerlich gekleidet, der liebe Christian heute mit. Wäre er noch ein bisschen wacher, wäre er jetzt tot. Willkommen hier, David. Man sieht es nicht, aber ihre Augen strahlen Sonne aus. Mel heute auch mit am Start bei uns. Jung, frivol, voll im Saft, wir kennen ihn alle. Mike auch heute für uns. Und last but not least, der lebende Befangenheitsantrag Saskia, die heute als Kandidatin hier anerkennt. Ja, wir haben heute mehrere Tasks natürlich, die wir uns angucken werden in Videoform und ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, was auf uns zukommt. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal rein, was das erste ist, was unsere Kandidaten. Der erste Task war nämlich der Price Task, also die Kandidaten mussten etwas mitbringen, was sie heute wirklich noch alle gewinnen können. Sowohl heute zu gewinnen gibt es einerseits diese wunderschöne Dose Bohnen mit meinem Konterfei. Mit seinem Konterfei. Also, ja, ansonsten, die Kandidaten haben einen Mitbring-Task bekommen. Ja, das gibt es heute auch zu gewinnen. Ihre eigenen Preise, die sie heute mitbringen mussten. Okay, die Aufgabe war, bringt das beste Ding in einem Ding mit. Mike, fang du mit deinem Ding an. Okay. Ich habe eine kleine Box gemacht. Eine kleine Box. Eine kleine Box. Und in diesem befindet sich etwas drin. Dürfen auch andere, möchten Sie vielleicht herausfinden, was da drin ist? Ja, das möchte ich. Bitte? Es ist nämlich was Besonderes, es ist nicht nur ein Ding im Ding, es ist ein Ding im Ding im Ding. Also, die Frage ist, wie wird es geöffnet? Denn es ist nicht ganz so einfach. Naja, ich habe ja einen frühen, bevor ich Taskmaster wurde, war ich in einem frühen Leben in einer Erkältung, von daher kenne ich das Prinzip dieser Boxen, aber die hier ist mir natürlich gänzlich neu, wobei ich hier schon was gefunden habe. Sage ich jetzt ganz schnell stellen. Darin befindet sich ein kleiner Button, unsere lieben Rocket Beans Community, den natürlich sich die Leute anstecken dürfen, aber das war ja nicht alles. Da ist noch ein weiteres Ding drin. Ja. Eine weitere Gummispule. Ja. Und dass er zusammengezuckt ist, hat mir gereicht. Okay, das ist natürlich ein Attentat auf mein Leben, Johannes. Das ist nicht, wofür ich unterschrieben habe. Ich würde sagen, vermerkt. Okay, Christian, dein Ding. Ja, sehr gerne. Ich habe es sehr, sehr wörtlich genommen und eigentlich die einfache Antwort genommen. Habe ich die wunderbare Marke gefunden, Ding Dongs. Die sind auch wieder in der Nähe natürlich, ne? Also nur 10 € eine Packung, kostet nichts. Darunter verborgen ist noch etwas, einfach mal mehr. Ganz kurz, Eine habe ich noch. ich brauche hier keine Witze machen, das machen die selber. Einen habe ich noch. Team Ding. Ja! Notiert wird, übel denkt. Spannend, finde ich gut, alles klar. Saskia, was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe natürlich auch lange überlegt und am Tag, als wir das erfahren haben, was wir machen sollten, habe ich erst überlegt, einfach mich mitzubringen, weil mein Herz ist sehr kostbar und das ist Gift. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich mich noch schwängern lassen soll, aber Das wäre das Beste. Hätte ich da an mich helfen müssen? dürft ja nicht verraten. Kann
Du kannst mal. Und jetzt habe ich mir etwas ausgesucht, was ich gerne abgeben möchte. Und ich dachte, wir sind ja alle so ein bisschen nerdig und es gibt Dinge, die wir alle mögen. Und Benny hat mir jetzt schon was vorweggenommen, als er dir etwas geschenkt hat. Aber ich habe auch... Jetzt will ich gewinnen. Jetzt will ich gewinnen. Johannes, hilf mir mal kurz. Das ist welches Pokémon? Was sehen wir hier? Wir sehen doch hier, glaube ich, einen Dicta in Apps-Form. Du sahst doch vor 5 Jahren auch noch aus, oder? Ja, Ja, okay. vor 5 Jahren war einiges anders. Ja, Und dann bin ich nämlich Taskmaster-Assistent geworden. Ja, ich verstehe schon. Naja gut, wir bezahlen dich offensichtlich Und das Highlight für ein ist, Fitnessstudio. ihr dürft die Erde essen, denn das ist Kuchen. Ja, wen haben wir denn noch? Oh, dann mal eine weitere Lady. Mädel, was hast du denn? Jedenfalls habe ich etwas mitgebracht, was ich auf dem Festival einfach überreicht bekommen habe und deswegen möchte ich das an der Stelle auch weiterreichen. Das hier spricht so sehr. Man braucht keine Worte. Und es gibt einfach etwas, was das beste Ding im Ding noch verstärkt. Gibt es das auch nochmal eine Nummer kleiner? Das wäre natürlich super geil. Aber wenn es auf die Hand passt. Ja. Na, wir haben noch einen übrig, das steht dann da. Also mein Ding im Ding war, aus Grund von Jugendschutz konnte ich das leider nicht machen, weil wir haben hier Minderjährige anwesend, Grüße gehen raus an Moritz. Deswegen wollte ich ihm meinen Arsch mit dem Bastard nicht zumuten. Okay, das ist vielleicht noch besser so für Das alle. wird uns alle nicht zumuten. Deswegen habe ich eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen genommen. Das habe ich mir damals im Urlaub gekauft, zu Zeiten, wo ich mir jedes Jahr im Urlaub einen Drachen kaufen durfte. Ja, genau. Also, wenn du mutig bist, ist alles ein Buttplug. Vielleicht auch dieser Drache. Es sind quasi mehrere Dinge im Ding, weil es sind 2 Drachen. Und genau, dachte ich, das ist ein schönes Ding im Ding. Ja, Das ist sehr schön. Und wie gesagt, wenn du mutig bist, dann gibt es ein Buttplug-Bogen hier und viel Spaß. Kommt von welcher Seite? Ja, okay. Emotionale Johannes, Background-Stories deine sind Meinung natürlich. Ja, sind schon schön, nett. Ja. Kann man schon mal Ja. machen. Es ist, so, es ist tatsächlich, glaube ich, so um die 20 Jahre alt. Okay, Also. okay. Ja, schön, interessant. 20-jähriges Ding in deinem Ding. Ja. Okay, gut, das sind natürlich alles famose Geschenke. Auf dem letzten Platz sehe ich ganz klar Mike. Weil das war natürlich ein skrupelloser Attentat auf meine geistige und körperliche Unversehrtheit. Das halte ich für frech. Deswegen gibt es von mir für Mike einen Punkt. Ich darf ja zwischen 1 und 5 Punkte Genau, ich würde vergeben. sagen, das habe ich geklappt. Einen Punkt kriegt der Mike. Denselben Punkt, denselben einen Punkt möchte ich tatsächlich, obwohl, ich möchte nur 2 Punkte geben, David. Schneekugeln haben ein persönliches Verhältnis zu dir, ich finde es sau langweilig. Von daher, lassen wir lieber bleiben, 2 Punkte für dich. Weiter geht's dann mit Mel und Christian, die beide von mir jeweils 3 Punkte bekommen, weil der Finger ist übeldenk und das, was Christian gemacht hat, ist auch übel witzig, weil wegen Name. Und ich finde diese Ding-Dongs eigentlich ganz lecker, muss ich ehrlich sagen. Von daher beide 3 Punkte. Ich muss aber sagen, ja, Befangenheitsantrag kommt, aber das hier hat den Vogel abgeschossen, weil das ist schon visuell lustig, das ist aufwendig gemacht, es hat Kuchen in einem Blumentopf und es ist halt einfach Pumped Dick da. Das ist schon sehr, sehr witzig. Deswegen würde ich sagen, das hier, du kriegst von mir 4 Punkte. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem ersten Task, den wir aufgenommen haben. Hallo. Hallo. Willkommen bei Taskmaster. Danke. Hallo, guten Tag. Hallo. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Es geht los. Meine Damen und Herren. Ja. Ich bin noch ein Junior und Nachbar, das reicht dafür nicht aus. Hey, hallo, guten Tag, es freut mich jetzt hier zu sein. Hallo.
Darf ich öffnen? Kann ich? Ja, also, es so erschien einfach, ne? Mache ich schon ein bisschen Sorgen. Also, Alles klar. In der Küche befindet sich eine Melone. Du hast 1 Minute Zeit, so viel davon zu essen, wie du kannst. die Zeit beginnt, sobald du den Raum betrittst. Okay. Also die Küche. Ja. Wo ist sie denn? Heilige Scheiße. Ja. Okay, ich sehe, was uns da bevorsteht. Man könnte sagen, es wird ein feuchtfröhliches Massaker vielleicht. So. Vielleicht, genau. Aber Johannes, Frage an dich. Hältst du dein Gesicht und deinen Mund auch gerne in großen Melonen? ja, es geht so. Also, Okay. meine Mutter ist nett. Weil ich könnte auch sagen, das ist eine Leidenschaft. Von mir zumindest. Ja. Große Melone. Ich freue mich, dass ich nachher große Melonen sehen werde. Ja, interessant. Das Genau. heißt, wir wissen jetzt ungefähr, was auf uns zukommt. Genau. Ja, wenn gerade die Zeit beginnt, erst mal die Küche betritt. Wäre dann schon ein bisschen dumm, direkt in die Küche zu laufen. Ja, das wäre mega dumm. Du hast schon recht. Also das heißt, Möchtest du vielleicht Christian und David sehen? okay, ja, würde ich mir gerne ansehen. Also wenn sie nicht so dumm waren, würde ich mir auf jeden Fall gerne ansehen. Ja. Kommen wir doch mal ran. Deine Zeit beginnt, sobald du den Raum betrittst. Heilige Scheiße. So, ich muss den mal absetzen. Okay, Wo sind denn Messer? ein großes Messer. Das ist das größte Messer, das ich finde. Das hat aber alles hier drin, oder? Soll ich da was drunter machen? Oder. Achso, ach, deswegen die Folie, ich verstehe, okay. Das hat bestimmt große Löffel. Große Löffel, große Löffel, große Löffel, große Löffel, große Löffel. Aber zu viel und zu wenig. Wir nehmen das hier, Freunde. Bin ich schon rum? Ich bin schon rum, okay. Vier, 3, 2, 1, vorbei. Das macht uns zum Thema Blut gleich. Okay. Und stopp. Aber ja. Eine Mörderleistung von mir. Aber ich muss sagen, die beiden haben ziemlich ähnlich viel gegessen, möchte ich mal so sagen. Denn Darf ich jetzt was sagen, bitte? Also ich sage bitte, weil du den Raum betrittst, das ist eine Einzimmerwohnung. Das ist ein Raum. es ist ein Zimmer, Küche, Diele, Bad. Das ist kein extra Raum für mich. Die Frage wird damit erübrigen, die Frage ist, ob die anderen das denn verstanden haben. Also wenn wir gleich weiterhin solche Ergebnisse sehen, ist die Frage, ob Ich möchte kurz dazu sagen, ich konnte seitdem keine Melone mehr essen, Ja. weil diese Melone einfach komplett nicht geil war. Ich habe selten so eine ekelhafte Melone gegessen. Ja, also, ja, David hat 147 Gramm Ja. Melone gegessen. So circa 7 Mäusen. Oh, das ist Aber ein bisschen mehr als 7 Mäuse. 7 Mäuse und eine Babymaus. In einer Minute, Respekt. interessant, ja. Genau, Christian hatte 7 Mäuse, eine Babymaus und eine Rosine. Der wiegt 148 Gramm. Aber ich möchte eine Situation zeigen, Tori, die du vielleicht nochmal genau betrachten könntest. Da ist mir auch nämlich Frivolitäten aufgefallen. Können wir da nochmal rein? Und stopp. Ich glaube, ein bisschen lange gebraucht. Ja. Noch was unterwegs. Die war echt lecker. Ich fand die gut. Ja, aber du hast nach der Zeit eventuell noch ein wenig von dieser Melone gegessen. Kannst du
Liegt es an Ihnen, Taskmaster, den Ja. du dort umgehst? Das werde ich am Ende, denke ich, bekannt geben, weil das Genau. ist natürlich auch wieder so eine Sache, da muss ich noch drüber gucken, wie ich damit umgehen möchte. Meine Frage an dich, Johannes, du hast es ja quasi live verfolgt. Gibt es denn auch Leute, die da was Sinnvolles gemacht haben? Ja, wir können mal den nächsten mal angucken. Wir können uns mal Mel anschauen, wie die das so gemacht hat. Deine Zeit beginnt, sobald du den Raum betrittst. Ich habe eben gefrühstückt. Ich bin noch nicht drin. Korrekt. Ich gucke. Wo sind die Messer? Die große Schublade. Messer. Wie viele Sekunden? Oh. Achso, okay. Locker. Das macht Spaß. Ja. Darf ich aufräumen? Oder geht's Nein, wir weiter? müssen die noch wiegen. Ja, dann viel Spaß. Ja, What a What a mess. Aber mehr als David und Christian zusammen. Oh. 9 Gramm, was ungefähr dem Gewicht eines weiblichen Herzens entspricht. Ah, okay. So habe ich mich auch gefühlt, als ich mein Herz esse. Also. So sah es auch ein bisschen aus. Man hat auch ein Ja, genau. Was hast du jetzt? Saskia würde ich mir gerne ansehen. Auch ihr Video. 1 Minute so viel Zeit, also nee, Zielzeit so viel Zeit. Alles klar. Sehr schön. Das geht besser, aber gut. Ja, vielen Dank, Saskia. Ich glaube, ich hätte einfach irgendwie runterschlucken sollen. Ich habe zu viel gekaut. Brutale Gewalt, natürlich. Das funktioniert immer. Was haben wir denn für ein Ergebnis gehabt? Ja, ein weibliches Herz minus eine Maus. Also 296. Also ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger als die Männer, genau. Also trotz des Einsatzes ein bisschen weniger, aber definitiv Einsatz in Zeit. Und ich fand auch, dass Saskia diesen Einfach Kiefer Herzog sehr gut gestanden hat. Also hat sie gerockt. Also hat Saskia definitiv gerockt. Hatte so ein bisschen Hinmännchen-Style. Ja. Warum haben wir eigentlich nie so Kandidaten, die das Konzept dieser Show komplett brechen und völlig auf den Kopf stellen? Gucken wir uns aber Mike an. Deine Zeit beginnt, sobald du den Raum betrittst. Also die Küche. Ja. Wo ist sie denn? Ich brauche ein Messer. Wenn ich nicht betrete, kann ich auch nicht die Zeit messen. Nichts.
tatsächlich ein bisschen doof. Manchmal, wenn sie eher knackig ist. Einfach eine Zigarette. Die erste Melone hat nicht so viel Kalorien. Ne? Ist auch richtig was für den Boden, oder? Für mich ist es halt nur Wasser. Und Wasser zu essen ist halt nicht spannend. Wie gesagt, das Wasser stört mich tatsächlich. Das kann nicht sein. Ja. Die würde ich jetzt als aufgegessen zählen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Einfach weil es mein Magen kann. Aber tatsächlich drängt mich die Zeit. Ich habe nämlich noch eine Veranstaltung, wo ich hingehen muss, wo ich auch noch was essen werde. Wenn die anderen es schaffen, eine ganze Melone zu essen, dann haben sie es auch verdient. So. Dafür mag ich das sehr gern, diesen Job. Ne? Für solche Dussel, die dann einfach das komplett lichten. Ja, aber er war ja den Raum nicht betreten. Ja. Das war vollkommen legitim. Er hat natürlich offensichtlich etwas mehr als der Rest gegessen, nämlich 818 Gramm. Ungefähr so viel wie 2 American Footballs. Ja. Und ich möchte noch kurz erzählen, was Mike den Tag über alles gegessen hat. Wir haben eine Aufzählung. Und zwar begann der Tag mit 2 großen Marmeladenbroten, je 150 Kilokalorien, einen halben Apfel, ca. 35 Kilokalorien, 2 Teller Kartoffelcremesuppe, 750 Kilokalorien, 4 Baguette-Stückchen, auch 700 Kalorien, eine Handvoll Gemüsesticks, 80 Kalorien, 2 Stück Marmorkuchen mit Schokoglasur, auch 400 Kalorien, eine Portion Spaghetti Aglio Olio, 400 Kalorien, Wassermelone, 320 Kilokalorien, eine Dose Bohnen mit Tomatensauce, roh, 400 Kalorien, und am Ende noch ein Rumpsteak, 200 Gramm mit Pommes und Beilagensalat, ca. 1200 Kalorien. Summa summarum kommen wir also auf 4.500 Kalorien. Alles verpackt. Also, Mike hatte gut gegessen. Wenigstens einer, der hier weggegangen ist. Wundervoll. Wie war das so für dich, diese Erfahrung? Weil Also, du sahst vergleichsweise gelangweilt aus. War jetzt nicht so der spannendste Moment, Mike beim Essen zuzugucken. Ja. Ich muss leider sagen, Ja. dass ich da schönere Dinge sehe, als Mike zu sehen, wie er Melone löffelt. Aber es war sehr unterhaltsam. Mike hat versucht, Kommentare zu geben über das Thema Melonenessen und was er so die ganze Tag über isst. Christian. Ja. Einzimmerwohnung, sag ich nicht. Also, Du bist ein Scharlatan, kann ich mal sagen. Du hast das System gesprengt und für diese Schande werde ich dich nicht disqualifizieren für diese Runde, aber ich werde dir maximal einen Punkt geben. das verstehe ich. Ne? Das bedeutet dann automatisch, dass David, der jetzt zwar weniger als du hatte, aber nicht viel, aber 2 Punkte bekommt. Ich finde auch den Ansatz von euch beiden komplett irre, dass ihr einfach gar nicht ohne Plan da reingegangen seid. Das bedeutet dann wiederum, dass dann der Grammzahl, ich bin mal so, dass ich das so mache, der Grammzahl nach, glaube ich, dann kommt, glaube ich, Saskia, ne? Saskia, schön fallen gelassen, fantastisch, brachial, gefällt. Das heißt, du bekommst dementsprechend die 3 Punkte. Dann kommt Mel, glaube ich, die das sehr präzise, chirurgisch könnte man sagen, gemacht hat. Fantastisch, wirklich gut. Und dann natürlich Mike, der das Konzept komplett auseinandergenommen hat, was man auch belohnen muss. Dafür sind wir ja hier da. Deshalb 5 Punkte an Mike. Hat sich ein bisschen was im Ranking getan. Mel und Saskia bei auf Platz 1. Nicht gefolgt von Mike. Wird es im nächsten Spiel auch wieder Melonen geben? Nein, aber es wird sehr überraschend. Oh, es wird überraschend. Alles klar. Was wäre denn dieses Mal? Dann habe ich hier meinen nächsten Task. Mal gucken, was mich hier erwartet.
Überrasche Johannes, wenn er nach Hause kommt. Du hast 30 Minuten Zeit, dich vorzubereiten. Außerdem musst du alle 2 Minuten mit steigender Intensität die Kamera anlächeln. Alles klar. Wie soll ich den denn überraschen? Womit? Außer der erste Gedanke, der nackte Mann, das wäre jetzt keine gute Idee. Wir haben mir mal falschen Fragen gestellt. What the fuck? Zuerst, was mir einfällt, ist der nackte Mann. Aber das überlasse ich Mike. Wie jugendfrei darf das sein? Nackt geht immer. Nackt geht immer. Ja. Danke für den Schnitt. Wir laufen ja im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Müssen wir uns Sorgen machen. Ich behalte es noch für mich, ob wir uns Sorgen machen müssen. Alles klar. Aber sagen wir mal, beginnen wir mit Mel, Chris und David. Okay, was basteln? Nee, das ist doch auch irgendwie Quatsch. Konfetti machen, auf die Tür stellen und wenn Johannes die Tür ganz aufmacht, klatscht ihm auf den Kopf. Okay, ich glaube, ich muss irgendwas zu basteln. Okay, was haben wir? Wir haben eine Wasserkiste, die ist schon mal eine gute Basis. Okay, Schere ist schon mal hervorragend. Hat Johannes einen Eimer? Da steht ein Eimer. Klingt nicht nach Kotze, ist okay. Scheiße, er muss trocken sein, ne? Klopapier immer noch eine teure Ressource, man weiß es nicht. Ich möchte irgendeine Figur bauen. Dann bauen wir jetzt hier raus irgendwie einen Körper. So, und jetzt. Ich mache aus mir ein Drinkhorn. Dann machen wir jetzt Konfetti, Freunde. Als ob ich Konfetti jetzt mit einer Schere mache, ganz ehrlich. Ich will irgendwie eine Figur machen, irgendwas irgendwie Arme und irgendwas, was aussieht wie Augen. So, das ist doch so ungefähr die Schuld dafür, oder? Ja, das ist doch gut. So. Das wird dann nämlich, das wird das Maskottchen des fruchtigen Bären. So, jetzt haben wir schon mal Ärmchen. Die hat so richtig groß und so ein bisschen gekiffte Augen. So. Oh, und direkt sieht man, ich weiß nicht, was ihn direkt bekommt Persönlichkeit, nur weil es Augen hat. Der Eimer hält. So, macht Johannes die Tür auf. Ja. Und kriegt einen Eimer. Das muss reichen. Ich glaube, ich bin fertig. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. 30 Minuten habe ich das gemacht noch. 27 Minuten hast du noch. Der wird auf jeden Fall überrascht sein, dass er noch mehr saugen darf. Das ist auch schon mal eine Überraschung. Okay, vielleicht wenn ich hier so runterstecke. Okay, es wird eher den Seiten schalten. Es muss doch eine schnellere Möglichkeit zur Konfetti-Herstellung geben, oder? So hat Johannes stumpfe Kinderscheren. Könnten natürlich auch noch Zahnpasta an die Türklinken machen. David schnell aus den 90ern. Ist jetzt der Schlag überhaupt nicht hängen geblieben? Sure. Ja, ich habe ja noch 22 Minuten Zeit. Sag mir nur, die anderen haben so ähnlich lange gebraucht oder haben die alle 30 Minuten gebraucht? Also, bis sie fertig waren. Am besten nehmt ihr buntes Papier dafür, denn buntes Papier ist viel besseres Konfetti. Wenn ihr nichts anderes habt, könnt ihr es natürlich auch anmalen. Aber nur wenn ihr weißen Bastelkleber habt. Niemand hat weißen Bastelkleber, halt die Fresse. Ein zweites Bein fehlt ihm. Genau, ich habe eine Tochter tatsächlich da draußen Beine. Das riecht ja gut. Also riecht frisch nach Gras. Das ist doch auch schon mal was. So. Ey komm, das ist schon gar nicht mehr so wenig hier. Hat er vielleicht noch irgendwas im Obst oder Gemüse da? Er hat eine Drohne da. So, das ist ein Maskottchen und aus irgendeinem Grund schreit er die ganze Zeit. Ich glaube, wenn der Johannes kommt, überrasche ich ihn mit dem Schild und dann muss er mit mir trinken.
4 raus. Also ein bisschen Zahnpasta, ne? Ist ja okay. Ja, natürlich. Schnell bitte noch positionieren wir den noch schön. Oh, das war knapp. Wie lange? Was haben denn die anderen gebraucht? Ich überlege gerade, wir bräuchten irgendeinen Soundtrack für den fruchtigen Fred. Marziniehrung aus dem Jahr 1993. Ja, aber das hat er schon mal was. Ich kann noch meinen Becher füllen und ihm einfach einen Schluck Wasser ins Gesicht geben. Ich habe dich erwartet. Bist du bereit für eine Genussreise der besonderen Art? Der fruchtige Johannes wird dich empfangen in eine Reise, die du noch nie erlebt hast. Das Maskottchen, das fruchtige Johannes, offiziell. Ich glaube, du bist überrascht. Ein wenig. Hallo. Hallo? Ich würde den Rucksack ausziehen, du musst trinken. Okay. Du musst trinken. Du musst trinken. Pass auf. Schön. Cheers! So, also wenn das keine Überraschung ist. Leute, verzeiht, ich muss auf Klo. Ich hab lange gebraucht. Bis gleich. Bis gleich. War schon überraschend? Ja. Nun. Alles gut? Ja. Ja? Freut mich. Oh Gott, ich hab ein instant schlechtes Gewissen. Sehr überraschend. Schon, oder? Ja. Ja. Das war schon überraschend, Genau. behaupten, oder? Ja. Ich möchte kurz fragen, wann hast du die Zahnpasta an die Türklinke entdeckt? Ich spiele später noch eine Rolle, wie die Zahnpasta. Ein wiederkehrender Auftritt. Ein wiederkehrender Auftritt, genau. Was war von deinem Gefühl her das Überraschendste von den beiden jetzt? Das Überraschendste von meinem Gefühl her war, ich glaube, das mit Wasser bespritzen. War schon überraschend. Also, der fruchtige Werner /Fred /Johannes hat mich nicht so überrascht. Ach, schon sau langweilig, würde ich sagen. Ja, nett, aber war nicht so. Und ich sagte, oh, eine Überraschung. Ja. Und ja, das Drinkhorn, der Horny, hat mich auch überrascht. Also da habe ich schon einen Moment überlegt, okay, werde ich jetzt dazu aufgefordert. Aber Mel hat ja ein bisschen sehr viel Zeit. Wir wollen noch mal kurz zeigen, was Mel währenddessen nochmal gemacht hat in ihrer Zeit.
2 Kandidaten. Ja. Wie gesagt, ja, du vielleicht so gemerkt hast, Saskia hat ja vorhin was erzählt von wegen so Grinsen und so. Das war eine Zusatzaufgabe, die mir Saskia gestellt hat, die er ganz nicht machen musste. Oh. Wir haben Saskia die Zusatzaufgabe zu geben, zu grinsen, weil wir es witzig fanden. Ja. Wir mussten nicht alle 2 Minuten mit höherer Intensität grinsen. Also insgesamt 15 Mal. Ja. Dann zeigen wir nochmal die Sachen. Das war das Grinsen, war sehr schön. Und warum sie die ganze Zeit gegrinst hat, was sie überhaupt gemacht hat, sehen wir jetzt. Vielleicht verkleide ich mich auch. Das ist eine gute Idee. Ich verkleide mich mit Sachen aus seinem Zimmer. Vielleicht baue ich eine kleine ich baue ein kleines Pen and Paper auf für ihn. Du wirst jetzt 27 Minuten das Bier stehen lassen. Ach, 27? Ja, du wusstest ja nicht, wie lange du Zeit hast. Ja. Geil. Ach, guck mal hier, liegt doch was. Perfekt. Er ist der Ermittler. Also sei erfolgreich im Würfeln. Du erhältst eine Überraschung. Solltest du versagen, Bitte. passiert etwas Schlechtes. Ich weiß nicht, wie man das sind. Besitzt er Kleidung? Ich weiß es nicht. Das sieht nach Kostüm aus. Geil. Oh, ja, nice. Sieht es aus wie ein Mafia-Boss? Ja, oder? Der Mafia-Boss muss jetzt aber lächeln. Er ist der schlechteste Ermittler der Welt. Er hat eine beschissene Verkleidung an. Alle sehen sofort, dass er der Ermittler ist, aber das belustigt den Mafia-Boss. Okay. Nee, aber wir machen mal einfach meine eigenen Regeln. Also, wir würfeln auf Independence. Da hat er eine 65, das ist gut. So. Das ist ein anderes Pen and Paper, das heißt nicht, DSA ist nicht das schwarze Auge, es ist DSN, es ist der schwarze. Oh nein, sagen wir nicht. Johannes. Dein Kostüm hast du letztes Mal hier vergessen, das habe ich dir bereitgelegt. Ja. Einmal bitte anlegen, wie immer. Du weißt doch, wer du bist. Du bist Antanas Stonkus, der schlechteste Ermittler der Welt. Johannes, wir sind beim letzten Mal du im Angesicht von Argus Auge, dem größten Mafia-Boss der Welt. Johannes, hier ist deine heutige Aufgabe. Wie du sie kennst, lies gerne einmal vor. Sei erfolgreich im Würfel und du hättest eine Überraschung. Solltest du versagen, zählt ja was. Die Snacks sind wie immer da, ist auch für dich, ja. Prost. Die Regeln sind einfach, du hast eigentlich nur einen Wert, der lautet Independence. Der Independence-Wert ist bei 65. Du schaffst es, wenn du drüber bist und du versagst, wenn du drunter liegst. Mit diesen beiden Würfeln. Alles klar? Ja, das sind die Regeln von DS Independence. Monsieur Stonkus. Herr Argus. Ich bin begeistert, wie Sie es geschafft haben, mich zu finden. Ein bisschen überrascht vielleicht, aber auch begeistert. Sie sind ein faszinierender Zeitgenosse mit Ihrer Maskerade. Sie bringen mich zum Lachen ein bisschen. Sei bereit, mich zu besiegen und mich herauszufordern. In der Independence. In der Independence für dieses Land. Independence für alle. Es tut mir leid, ich habe versagt. Antanas, ich bin enttäuscht. Ich wollte dir alles geben. Ich wollte dir zeigen, was dieses Land hervorgebracht hat. Vielleicht zeige ich es dir einfach der Taten willen, damit du mitbekommst, was du bekommen hättest. Verloren habe. Was du verloren hast. Es ist ein Ständchen meinerseits. Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, die Nase abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. Antanas. In Brenzli Galage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponierenden Untergrundorganisationen.
Aber ist egal, lass die Koffer stehen. Jetzt ist eh zu spät zu gehen. Und überhaupt und wieso, ey? Wo soll ich denn wohnen? Hussa, wie wär's mit Boden. Heilbronn? Auch erst mal versagt. Du weißt, es droht dir etwas nicht so Gutes. Bitte, Argus. Nein, Antanas, du hast versagt. Du hast auf ganzer Linie versagt, mich und meinen Stolz betrogen und meinen Respekt für dich verloren. Es folgt die Säure. Du kennst es. Bitte schließe die Augen. Sei bereit, unterzugehen. Für immer. Immer und ewig bis du verloren. Alle weißen Ich bitte dich auszuspielen, wie es ist, mit Säure übergossen zu werden. Danke. Das ist alles, was ich hören muss. Lieblich in meinen Ohren, Antanas. Danke fürs Mitspielen. Ja, das war's. Ja. Du hast wie viele weiße Hemden? Eins. Das ist also zweimal Blutessäuren durch dieses Spiel. Ja, aber einmal mit Wasser und einmal mit Bier. Ja, okay. Also Säure. Das wollte ich gerade fragen. Die Säure war dann tatsächlich keine Säure, oder was? Aber das ist natürlich der absolute Widerlegung. Echte Säure hast du dir das alles da? Also du hast dir on the fly innerhalb von 30 Minuten ein komplettes Pen and Paper ich habe alles überlegt. genommen, was ich in dem Zimmer finden konnte. Ja. Prädikat-Ding. Ja, das war mich überrascht. Zumindest. Hat mich schon überrascht. Das hat mich überrascht. Das hat auch mit dem nicht Ich bin überrascht. überrascht. Ich habe nicht gerechnet, mit den Papers fortzusetzen. Ein Spiel, all seinen Facetten mit Musik und was dazu gibt. Aber ja, wie gesagt, das Grinsen war ja auch sehr spannend. Auf jeden Fall fand ich es ja schon sehr schön gegrinst. Ich glaube, hat uns auch allen ein Lächeln drauf gezaubert. Ja. Da fehlt aber noch Eine Person fehlt ja noch. Okay. Last but not least. Ja, ich könnte tatsächlich nackt sein. Damit würde er nicht rechnen. Nackt im Bett wäre eigentlich auch ganz amüsant. Was macht die Melone hier drin? Ich glaube, ich koche tatsächlich was für ihn. Das würde ihm gefallen. Mache ihm ein schönes Eis und dann präsentiere ich ihm das nackt. Ah, guck mal. Die guten Molisana. Erstens, wenn man kocht, Hände waschen, sehr wichtig. Haben wir in der Gesundheit und Ernährung in den Fortbildungen gelernt. Chilis, ein bisschen Schärfe. Heiß wie mein Körper gleich, wenn ich nackig bin. Der hat ganz viel Obst. Ich hätte ihm gar nicht zugetraut. Erstmal Wurzeln entfernen, erste Schicht auch entfernen, weil die ist meistens auch ein bisschen mit Dreck immer mit dem Strich. Schöne kleine Ringe. Ja, auch der Trick, immer gern die erste Schalenschicht, weil da sind auch meistens dann die ersten Fäulnisse. Und wenn sich Leute immer gefragt haben, ist es nicht der Geruch, der einem die Zwiebeltränen in die Augen treibt, sondern es ist tatsächlich der Saft. Deswegen immer leicht anschneiden, niemals pressen, weil sonst kommt nämlich der Saft zum Vorschein und den wollen wir nicht in den Augen. Wie scharf wollen wir es für ihn haben? Auf jeden Fall ohne Kerne, weil das wird uns gemein. Jetzt mal an euch, die da gerade zuhören. Salzt ihr und schmeckt ihr das Nudelwasser ab? Grüße gehen an Colin Gable raus, der sagt, der perverses Stück ist und natürlich jedes bisschen Nudelwasser säuft. Nochmal einen Schuss Olivenöl rein. Sie kleben immer zusammen, deswegen immer leicht drehen. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, was passiert. So, dann haben wir auch und das Ding so. Johannes hat natürlich nicht gespült, die Sau. Das können wir gleich korrigieren. Aber hier können wir schon mal mit den Chilis beginnen. Das muss nämlich am meisten durchziehen. So. Ich schnitze mir das Besteck tatsächlich immer selbst. So. Jetzt natürlich die schwierige Frage. Ist Johannes ein Al dente-Esser oder mag er es schon drüber? Der Arsch ist nicht so schlimm wie Vorderteil. Wie oft hat er dich schon nackt gesehen? Das ist schon nicht mal an der Hand abzuzählen tatsächlich. Richtig schön ballern. Ich würde es genauso essen. Johannes mag Parmesan. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Parmesan noch mit drüber machen. Die sind jetzt knapp al dente.
So. Das wird gleich schon angerichtet auf dem Teller. Mach mal ein bisschen bereit. So, komm, der hat doch bestimmt ein schönes Weinglas. Genug. Schau mal. Das heißt, ab jetzt. Bam! Hallo Johannes! Dankeschön. Jetzt die kommen nur an. Ich habe einen Weinplan da. Ich habe heute Spaghetti an Undo. Schöne Zwiebeln. Zwiebeln, ein bisschen Chili. Und entsprechend Würz und natürlich Parmesan dazu, wie es sich gehört. Darf ich dir Wein einchecken? Vielen Dank. Guten Appetit. Grüß dich. Ja, das ist doch Größenteller. Ja, wir haben tatsächlich überlegt, aber dann hätten wir die Tische wieder weg. Die Stühle waren eben auch hast du den Schlitz auf dem Abschied. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu scharf. Ja. Immer gerne. Noch ein bisschen Parmesan noch drauf. Ah, Connoisseur. Formaggio Grattagiata. Es muss nur gut klingen, dann ist es auf jeden Fall gut. Sehr überraschend. Ja. Wir sagen, sehen wir uns gleich, oder? Sehen wir uns gleich. Ja. Tschüss. Die Kameraarbeit ist verdächtig, würde ich sagen. Und ja, die dritte Frage, Nudeln mit Nudeln, Johannes. Ja. War lecker. Es war ein bisschen unerwartet, weil ich hatte mir extra was während der 30 Minuten was zu essen geholt. Ja, und war entsprechend so, ja gut, eigentlich habe ich wenig Hunger, aber es war appetitlich angerichtet. Das Essen war da fand das nicht falsch, es war sehr scharf. Das war sehr scharf. Worüber reden wir jetzt? Alle anwesenden Nudeln Ich waren scharf. hätte Mike auch volle Punktzahl gegeben, aber dein kulinarischer Gedanke, der dahinter stand, ist offensichtlich nicht ganz erfüllt worden. Deswegen kriegt er nur einen Punkt von mir. Nein, ruhig durch. Man muss ganz klar sagen, auch hier sehen wir wieder ein sehr eindeutig Trendlinie. Wir haben zwei Kandidaten, die sehr kreativ gearbeitet haben, die schon extrem viel gemacht haben. Ich fange deswegen auch hier wieder nochmal hinten an. David, von mir bekommst du auf jeden Fall einen Punkt, weil das war schon in Ordnung, das Konfetti zu machen, den Eimer. Du kriegst noch einen zweiten Punkt für das Wasserglas, weil das fand ich. Das bedeutet 2 Punkte gibt es für David, fand ich schon mal sehr gut. Christian, ja, das ist eine Ausgeburt der Hölle, die du da gemacht hast. Fand das schon okay, aber glaube auch, dass da vielleicht noch mehr drin gewesen wäre. Deswegen würde ich dir jetzt erstmal nur den einen Punkt geben. Ja? Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ich das auch nicht. Genau. Der fruchtige Fred wird uns alle holen. Mel, du hast auf jeden Fall das beste Kostüm von allen, möchte ich auch schon mal sagen. Allein deswegen würde ich dir an der Stelle auch den Atze Schröder-Punkt geben. #natural. Entschuldigung, er ist ja deine Natur war. Ich habe das Gefühl, du warst in letzter Zeit viel auf Festivals unterwegs. Du wirkst da so ein bisschen geprägt. Von daher kriegst du davon ja auch noch einen zweiten Punkt für. Ich glaube auch, dass da mehr drin gewesen wäre, vor allem mit der Zeit, die du hättest machen können. Deswegen würde ich auf diesen 2 Punkten auch bleiben. Jetzt wird es schwer, weil bei euch beiden extrem gute Sachen gemacht wurden. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den nackten Mann schon öfter gesehen habe, als mir lieb ist in meinem Leben. Ich habe auch Mikes Hintern schon öfter gesehen, als mir lieb ist. Und ich glaube, dass das Essen auch eine Soße vertragen hätte. Deswegen bekommst du 4 Punkte von mir. Und das eher dafür, dass du dich aus dem Hut, aus dem Ärmel von 0 auf 100 ein komplettes Pen and Paper aus dem Ärmel gezaubert hat. Und da den Johannes mit ja, quasi in seiner Heimatwelt schon fast abgeholt hat. Volle 5 Punkte. Großes Lob an Mikes Künste, eine Kopfshow spontan abzumachen. Beruhig dich, er hat nur eine Zwiebel geschnitten. Da geht noch mehr, glaube ich. Ja.
Ich habe ja schon öfters mal so Bohnen verteilt. Vielleicht hast du dich mal irgendwie mal gefragt, wie viele Bohnen sind eigentlich in so einer Dose? Nee, hast du dir nie gefragt? Hab ich wirklich noch nie. Warum auch? Ja, warum auch? Warum sollte man sich so eine Frage mal stellen? Schon wahnsinnig interessante Frage. Wie viele Bohnen? Aber wir haben ja jemanden, der uns dabei helfen kann. Der nächste Task. Los geht's. Zähle die Bohnen in dieser Dose. Die korrekteste Anzahl gewinnt. Deine Zeit beginnt jetzt. Es wurde ja nicht gesagt, dass es die Bohnen drin sein müssen. Ich zähle jetzt einfach die Bohnen auf der Verpackung vorne drauf. Und dann bin ich nämlich mit dabei. Das war nämlich nicht der Inhalt. Dass es der Inhalt sein muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Bohnen sind da drin. Dann sehen wir hier 1, 2, 15 draußen. Das können wir schon mal aufschreiben. 91. Das ist schon, das habe ich ja schon genommen. 91. 92, 93. Ich würde sagen, es sind 93 Bohnen auf dieser Dose drauf. Was mit den Bohnen in der Dose? Ja, steht ja nicht drin, dass ich die zählen muss. Zähle die Bohnen in dieser Dose. Scheiße, ne? Aber na gut. Lesen. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Aber in dieser Dose. Ja, okay. Das ist natürlich doof, das schneiden wir raus. Oder auch nicht. Ich brauche einen Löffel, bitte. Okay. Es macht es auch noch umso peinlicher, weil ich es ja als erstes laut vorgelesen habe. Und ich so blöd war und natürlich auf meine eigenen Worte nicht gehört habe. Aber was soll's. Verhöhnung gehört nicht zum Taskmaster, oder? So. Je nachdem schon. Kannst du auch einzeln essen. Ja. Stimmt. Das war zählen. Wie viel sind wir jetzt? Verrate ich nicht. Ich zähle die mit der Zunge. In dieser Dose sind 0 Bohnen. Fertig. Lass dir schmecken. Danke. Also wie gesagt, wie ihr sehen könnt, ich habe gezählt, ich sehe keine Bohnen drin, also 0 Bohnen in dieser Dose. Gut. Ja, wie gesagt, das war Mikes Spezialtask, den er hatte. Den hatte nur er, okay. Ja, also du kannst den Punkt dafür geben, musst du nicht. Ich würde ihm, glaube ich, 2 Punkte abziehen, einfach weil er so dumm ist, oder? Naja, wir werden bald alle gefeuert. Also ich behaupte, der Ansatz natürlich, du bist so einer, du warst am Schulhof schon du hast dann irgendwie quadratische Sandblöcke gebaut. So das verachte ich natürlich. Ich würde behaupten, das war schon ein witziger Ansatz, ja, 0, ja, okay, lasse ich alles gelten, aber ich glaube, da wiegt sich deine am Ende kreative Lösung mit deiner ursprünglichen Dummheit so auf 0 auf. Das heißt, weil auch nur du den Task hattest, kriegst du von mir 0 Punkte, aber 3 Sternchen. Das ist ja. Johannes. Ja, ich würde sagen. Man serviere mir den nächsten Gang, bitte. Nächster Task. Hast du dich verlaufen? Ja, ich habe erstmal 2 ältere Damen gefragt, wo ich hier hin muss. Guten Tag. Ach so, hi. Geile Gegend, ey. Das klang riesig wie der weirde Onkel. Komm, lass dich mal drücken. Okay, es geht los. Bist du
mich gerade schon erzählt, ich habe davor angekündigt, ich habe keine Ahnung, was ich heute zu tun habe. Es kann sein, dass ich irgendwelche Nacken anziehen soll. Hätte ich mich ein bisschen in Schale geworfen. Bist du mal Ja, ey. Hallo. Hi. Wer bist du denn? Kommt drauf an. Wen ich haben will? Wow. Der Schritt ist immens. Huge, ha? Machen wir so. Ich kann nicht lesen. Soll ich. Ist, glaube ich, dir das nicht Du musst nur aufpassen, dass du das gut aufkriegst, aber. Okay, ja, warte, ich breche es. Soll ich? Ja, leg du bitte los. Ich bin auch schon ein bisschen heiß drauf. Ich habe panische Angst. Kriegst du so auf? Alles klar. Bereit? Schreibt einen Diss-Song über das andere Team. Ihr habt 30 Minuten, euren Song zu schreiben und zu planen. Danach wird er aufgenommen. Eure Zeit startet jetzt. Ach du Oder auch Scheiße. nicht. Ach du Scheiße. Okay. Wem fallen die meisten rothaarigen Witze ein? Was? Okay, da hast du den besten Partner Du für. machst so den Ballermann-Rap. Okay, Oh mein Gott. alles klar. IT-Task. Ja, okay. Es hat sich aus den wenigen Gründen so ergeben, dass wir Christian, David und Mike ein Team gesetzt haben Ja. und Saskia und Mel ins andere. Also nicht, weil du sexistisch bist. Nein. Ah, ja, okay. Wir sind jetzt in deiner Show. Ach ja, gut. Dann grüße ich das natürlich. Wenn nein mit weiß sein, das geht so nicht. Genau. Ja, das heißt, die haben jetzt Diss-Tracks Genau. gegeneinander geschrieben. Ja. Ja, okay, also was werden wir nun hören? Quasi die fertigen Die Lieder? fertigen Lieder. Okay, Wir okay. werden den fertigen Song der Männer zuerst hören, wenn die gerade. Oh Gott. Was geht? Das geht raus an Saskia und Mel. Ihr wollt uns dissen, ihr Lieben, welch kindliche Schandtat. Wir sind wie der Jakobs-Bitches, ziemlich bewandert. Wir kennen keine Gnade, wenn ihr Mädels uns verscheißert. Wir sind wie ein Spukschloss, am Tage nicht sehr begeistert. Saskia, dein Leben hat mich sehr erheitert. Du bist sogar beim Kaufland gescheitert. Du hättest sie alle damals haben können. Aber hast dich entschieden für den rothaarigen Incest-King? Du bist keine Mel B mit deinen Pseudolümmel. Bei den Spice Girls wärst du nicht mal der Kümmel. Ihr wart an der Uni, denkt ihr seid schlau. Ich wette, eure Quests werden eher mau. Ihr denkt, oh Gott, ihr denkt, ihr wärt hier die Master, im Nachhinein betrachtet, aber doch eher ein großes Desaster. Ja, das ist wohl nicht gut genug in Bonn, deswegen suchst du dir in Köln dein Billo-Run. Ihr seid so hässlich, da fehlt mir das Wort. Mit euch Kinder haben, die sehen aus wie Voldemort. Ihr wisst eigentlich, sind wir voll lieb, aber das ist Taskmaster, also habt ihr noch einen Hieb. Ja. Oh yeah. Und jetzt mal ehrlich, ein bisschen seid ihr wie Potter, denn letzten Endes werdet ihr auch nicht mehr hotter. Nun seid ihr zerstört. Ich kann das schon. Nun seid ihr zerstört. Niemand wird euch missen. Denn dann denkt ihr, seid ihr euch schon zum Selbst am Dissen. Das war richtig Scheiße. Aber ihr seid beschissener. Raus. Gott, ich hasse mich selber. Ich hasse mich selber. Unangenehmste, was auf der Welt je passiert ist. Ich will nur noch duschen. Moment, du bist so. Ne? Die Reihenfolge. Oh Gott, das war nicht geil. Oh, das war ganz schrecklich. Ich möchte mich von diesem Video distanzieren. Ich habe da eine Frage. Mehrere. Johannes, kennst du Eminem? Wenn das Eminem so das Maß ist, Ja. dann ist das, was wir da gerade gehört haben, irgendwo zwischen Schlaganfall und Gnadentod. Ich möchte kurz an euch fragen, das, was jetzt hier steht, also ich habe während ich das Ding ein Aneurysma bekommen. Habt ihr quasi jeweils das, was ihr gesungen habt, auch geschrieben? Ja. Ja, okay. Ja. Das werde ich nachher nochmal kurz sacken lassen, weil da sind natürlich auch ein paar Sachen drin, wo man auch heutzutage sagt, das ist natürlich auch verfassungsrechtlich relevant.
Johannes wird das gerne auch danach zur Selbstanzeige bringen. Was ist so deine Meinung zum rothaarigen Inzest-King? Ja, das ist so eine Sache. Ich weiß nicht, wer gemeint ist. Ich finde es ehrlich gesagt, wie soll ich sagen, diskriminierend. Also nur weil er Inzest macht. Ja, weil er rothaarig ist? Oder? Naja gut, das war schon scheiße auf jeden Fall. Das ist euch, glaube ich, aber auch selber bewusst und das ist mir wichtig. Fällt noch auf Bar Mitzvahs auf. Das größere Problem, was ich jetzt damit habe, ist, wie ich das nachher bewerten werde. Ich habe da schon so eine grobe Idee. Ich frage mich auch, lieber Johannes, wie ist das jetzt bei den Mädels denn gewesen? Ich gehe mal davon aus. Die haben ja auch ein bisschen gebrainstormt. Der Text wurde relativ spontan. Also das Ding ist, es wird sehr schnell vorbei sein. Das ist vielleicht positiv daran. Also nur mal, damit ihr das mal kurz seht. Ne? Der gesamte Text war mehr oder weniger 1:1 von den Jungs hier drauf zu lesen. Die Mädels haben hier die 3 Namen aufgeschrieben und dann so wie Mindmap. Eine Mindmap. Oh, ihr seid so schlau. Und jetzt schauen wir mal, ich würde sagen, wir schauen mal rein, was da jetzt kommt. Schauen wir mal. Es ist schnell vorbei. Kennst du das? Wenn du so paralysiert bist, dass du glaubst, dich überfährt gleich ein Auto oder du bist gleich vor einem Riesenpublikum, musst was vortragen und hast keine Ahnung, was du machen willst. Kennst du das Gefühl? Jeden Tag eigentlich. Das haben wir jetzt. Cool. Okay, let's go. Fang an. Okay. David, André, Gemüse ist ihm fremd. Er isst keinen Lauch, ohne Muckis unterm Hemd. Christian, Ziermann, immer Schiebermütze. DJ-Auftritt war nicht gut, aber hat große Füße. Weste ist stets unangemessen. Unsicheres Lachen verdeckt das nicht. Auch der Mike trägt die Schiebermütze. Bei ihm ist es dazu da, um den Bart entgegenzusetzen, wie schnell er wächst. Er hat ein breites Grinsen, dies trägt er auch im Neptunbad. Vor allem, wenn er Florentin Will nackt sieht. Aha, nackt. Studierte Religion ist stets zu freundlich. Mehr haben wir nicht über Mike zu sagen, denn er ist unwichtig. Jo. David, du tanzt wie ein Schwein. Du möchtest cool sein, aber das bist du nicht. Das war voll peinlich. Mel sagt, du bist ein Tektonie-Unfall. Nicht nur tänzerisch, auch im Gesicht. Und wir haben noch eine Zugabe. Deshalb. Traum von Christian, der die Weste nahm. Alleine auf der Bohnenfahrt suchte er Mikes Rat. Mike, sag mir, wie kann es sein, dass ich eine Mütze hab, so wie du immer im Rhein? Schwommen bist du nur im Aachener Weiher und hast danach doll gestunken. Und du warst auch nackt auf der Bodenfahrt. Gut, dass ich verkleidet bin. Ja, ich würde sagen, Haben wir gerockt? war gut, oder? Haben wir gerockt? Der ist ja auch voll. Wenn du Content nimmst, dann hast du eigentlich quasi schon richtig geilen Scheiß Aber gemacht. pass auf, das Problem war, wir hatten bis zur Minute 28 keinen Text. Aber da bin ich überrascht, ihr wart sehr positiv. So, ne? Das war mehr so ein Kompliment. Ja, also das letzte, was war, ihr findet ihr sehr cool, seid ihr nicht. Aber sonst sieht es so aus. Das Problem war, wir beide so, ja komm, wir dissen die voll, ja, wir machen die richtig fertig und dann, nee, das können wir nicht bringen. Ich bin so froh, dass unsere Planungsphase nicht drin ist, weil das, was da steht, ist harmlos gegenüber den Ideen, die wir haben. Ich würde behaupten, wir machen das, wie man das bei Rap Battle immer macht, nämlich ein bisschen hinter unserem Publikum.
Ihr habt beide Songs gehört und man macht jetzt einfach mal so ein bisschen per Applaus, könnt ihr quasi abstimmen. Ja? Genau so geht er. Katharina, du passt mal kurz auf Juna auf, dass die jetzt nicht bei 20 Leuten Die darf mitjubeln. Also, bitte einmal applaudieren, wer der Meinung war, dass der Diss-Track der Mädels der bessere war. Bitte einmal applaudieren, wer der Meinung war, dass der Diss-Track der Jungs der bessere war. Bitte mal noch applaudieren, wenn ihr der Meinung wart, dass die beiden übel schlecht waren. Besser gemacht. Ich denke, das Sinnvollste hier ist tatsächlich keinem von euch Kiez. Gott sei Dank. Aber in Recall komme ich. Aber machen wir den nächsten Task. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Ja, dein nächster Task. Okay, legen wir los. Dankeschön. Mach etwas Beeindruckendes, ohne dabei deine Hände zu benutzen. Die beeindruckendste Aktion gewinnt. Kann ich mehrere Sachen machen oder nur eine? Die beeindruckendste Aktion. Ohne meine Hände zu benutzen. Okay, ich muss dafür aufstehen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen was präparieren. Ich darf meine Hände gar nicht benutzen, ne? Also in meinem Kopf mache ich gerade richtig beeindruckende sportliche Sachen wie ein Rad schlagen ohne Hände. Aber das kann ich nicht, deshalb lasse ich das. Ich könnte für dich ohne Hände kochen. Aber das ist. Will ich sehen? Nee. Ich mache das nur für euch, ne? Nee, da komme ich nicht rein. Könnte ich was anmachen, wenn ich die Hände dabei nicht benutze? Die beeindruckendste Aktion will ohne deine Hände zu benutzen. Okay. Ich glaube, ich brauche tatsächlich wieder die Küchenrolle. Dafür brauchen wir einen Löffel. Noch hat die eigentliche Aktion nicht begonnen. Und dann wird es seltsam. Okay. Dann wird es erst richtig seltsam. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Okay. Ja. Ich kann meine Zunge rollen und das können viele Leute. Ich kann meine Zunge rollen. Und dann lustige Geräusche machen. Das klappt nur nicht immer, weil mir zu feucht im Mundraum ist. Ja, das ist das Beeindruckendste, was mir gerade einfällt, ohne Hände. Ja, das war damals, als wir haben wir bereits gesehen. Er hat also noch versucht, uns wirklich lange am Stück voll zu labern. Alles ohne Hände. Alles ohne Hände. Er hat 37 Sekunden durchgehalten. Okay, das ist ja nicht so lang eigentlich. Ne? Genau, ja. Gucken wir uns mal erstmal jetzt Christian, Mel und Mike an. Zerreiß nochmal 2. Die sind wer? Die Schere. Kannst du auch meinen. Echt? Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah! Okay. Nutzt weiterhin deine Hände. Achso, ja. Nicht zu eng und nicht zu weit sein. Das ist das Ding. Oh! Jetzt denke ich auf den Boden. So, schön nebeneinander. Alle bereit? Für das. Oh mein Gott! Mann, passen wir das drauf aufmachen werden. Schnell, komm. Ach doch, jetzt. Tada! Ja, das war der Task. Dankeschön. Danke. Wundervoll. Oder?
Besseres fiel mir nicht ein in den Kurs. Ja, und wieder fehlt noch eine weitere Person. Oder was noch? Ich bin noch am Verarbeiten, tut mir leid. Ich war überwältigt von dieser Körperkunst. Danke. So, hit me. Ja, hit me one more time. Wir haben eine Person, die wollt ihr was anmachen oder ihre Hände zu nutzen? Ja. Immer. Okay. Was kann ich noch? Ich kann ein bisschen was von Hamilton. Ja, da sind keine Hände dabei. Wo ist denn mein Handy hin? Ach ja. Ich könnte das auch einfach am PC machen. Ich auf dem zweiten Bildschirm bin. Ha! Gelten meine Ellenbogen auch als Hände? Ich würde am liebsten mit der Zunge machen, aber ich würde deine Maus nicht ablutschen. Guns and Chips Hamilton. Hä? Wieso hast du kein Mikro? Okay. Diese Trottel immer mit ihren Power-PCs. Saskia. Ja? Ja, aber... Hamilton, Guns and Chips. Also Ellenbogen zählt auch oder nicht? Das sind Hände nicht benutzen. Sorry, den Verlauf will ich nicht durchsuchen. Ach, ehrlich, was ist denn das für eine Suche? Okay, Moment, ich bin noch nicht so weit. Okay. Nein! Ich hätte einfach mit der Zunge rollen sollen. So kriegst du nicht einfach das Video nochmal an. In Yorktown, cut them off at sea, but for this to succeed, there's someone else we need. I know. So he knows what to do in the trench, you know what Scheiße. Eventually, what's he gonna do on the bench? I mean, and then goes with his knowledge, his tactical training. Ich überlege gerade, wie ich es am einfachsten nochmal von vorne machen kann. It's constantly confusing, confounding the British henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman. I'm taking this horse by the reins, making red coats red with blood stains. And I'm never gonna stop until I make them drop umbrella up and get on my veins. Watch me engaging, I'm escaping, I'm enraging, I'm out. I go to France for more fun. I come back with more guns and ships. And so the balance shifts. We rendezvous with Rochambeau, consolidate their gifts. We can end this war in Yorktown, cut them off at sea. But for this to succeed, there is someone else we need. I know. So he knows what to do with the French, and you know it if I'm doing the French, I mean. So you're gonna have to use him eventually. What's he gonna do on the bench, I mean? No one has more resilience or matches my practical, tactical brilliance. You wanna fight with your lad back? I need my right hand man back. Get your right hand man back. You gotta get your right hand man back. You gotta get your right hand man back. The sooner the better to get your right hand man back. Okay, das reicht. Mehr mache ich nicht. Ja, danke, das war schwierig. Ja. Ja, insgesamt 12 Minuten, den Song zu starten, Lautstärke anzustellen, den Song an die richtige Stelle zu spulen. Hat ein bisschen gedauert, aber ist jetzt die Frage, gelten für dich Ellenbogen als Hände? Was ist so deine Meinung dazu? Ich würde jetzt nicht in seiner aber ich würde sagen, nein, lieber Johannes, das solltest du als Biologe eigentlich wissen. Ja. Was ich aber viel interessanter an dieser Tatsache finde, so auch in Retrospektive den Task davor, ne? Das war ja jetzt gerade ein gutes Beispiel eigentlich für einen guten Rap, ne? Aber also ich bin geflasht, könnte man sagen, aber natürlich ist uns allen klar, dass es hier eine Person gibt, die überperformt hat, könnte man sagen. Das David in dieser
unnormal krass, was er da abgeliefert hat. Schwierig, was ich daraus machen soll, ehrlich gesagt. Ich behaupte mal, den Sieger kennen wir schon von dieser ganzen Geschichte. Dann haben wir zwei, die haben relativ was Gleiches gemacht. Da würde ich Christian einen Punkt mehr geben wollen, aus dem einfachen Grund, weil er so ein kleiner Bastler ist. Ich finde, da kann man hier auch mal 2 Punkte für geben. Dementsprechend würde es einen Punkt bekommen, weil klar mit den Füßen arbeiten widerlich, aber gut. David, das ist so stumpf. Das ist so stumpf, dass ich jetzt einen Punkt. Mike, das ist so stumpf. Hat die Snips vorbereitet? Ist das jetzt dein Talent oder war das jetzt so? Das war das schnellste Talent, was ich eigentlich rauslegen könnte. Ja. Woher weißt du, dass du dieses Talent hast, ist die Frage, die ich mir stelle. Das ist mir naturell angeboten. Das ist Okay. Da würde ich dir. Ich würde dir. Und Löffel. Ich glaube, ich gebe dir 3 Punkte tatsächlich. Auch nur. Weil ich glaube, das ist irgendwo beeindruckend, aber da wäre mir möglich gewesen und ich möchte es deutlich differenzieren zu Saskia. Nicht, weil sie das jetzt mitgesungen hat, sondern weil sie tatsächlich fast das gesamte Musical auswendig singen kann und es da unter Beweis gestellt hat, würde ich tatsächlich deswegen Saskia die 5 Punkte geben. Weil das wäre eine Charakter. Und weil ich mit ihr zusammen bin. Ja, und beim nächsten Tag mussten sie auch jemand anders beeindrucken. Oha. Ja. Oh. Das auf Schlag geht das hier. So, wir haben hier. Mach das imposanteste Selfie für Andi. Schicke dieses bis spätestens zum 1. Juni an Johannes. Andy wird die Selfies dann separat bewerten. Also wenn ich das nicht hinkriege. Ich frage, jetzt weiß Andi von den Selfies. Ja, er weiß, dass ich Selfies machen werde. Okay. Mehr weiß er nicht. Ich denke gerade dran, irgendwie so an einem besonders imposanten Ort das zu machen oder irgendwie besonders hoch oder besonders tief in der Erde. Mal schauen. Oder vielleicht mit einer besonderen Person. Also das ist jetzt einfach. Was erwartest du denn so? Das ist imposante Selfies. Stell dir vor, du hättest jetzt so 2 Monate Zeit, dir zu überlegen, ein imposantes Selfie zu machen. Ich erwarte ehrlich gesagt nichts. Ich erwarte das mal so typisches Selfie. Aber Johannes, hilf mir doch mal kurz. Wer ist denn dieser Andi? Dieser Andi, auch bekannt als Andreas Malessa. Das wäre die Krone gewesen. Ja, Film an. Ja, hallo Andi. Hallo Johannes. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, ja, willkommen bei Taskmaster. Die Aufgabe war, ein beeindruckendes Selfie für dich zu machen. Du reagierst jetzt auf diese Selfies vollkommen unvorbereitet. Wir beginnen mit Selfie Nummer 1. Okay, was ist denn jetzt das Besondere an diesem Selfie? Das ist doch einfach nur Christian. Also auf der Beeindruckenheitsskala, wo ein Foto-Selfie geschossen auf dem Mond die 10 von 10 ist, okay, würde ich mal sagen, ist das eine 4 von 10. Es ist ein guter Schnäuzer, es ist Christian ohne Mütze, aber sonst fällt mir nicht auf, was daran beeindruckt. Okay. Ja, dann Selfie Nummer 2. David mit so einem Schnäuzer. Das hätte ich beeindruckend gefunden, weil wir wissen alle, was für Schnäuzerqualitäten David hat. Gar keine. Sehe ich die Beeindrucktigkeit nicht? Ja. Ja, das verstehe ich nicht. Vielleicht könnt ihr es mir erzählen. Also ich weiß nicht, was mich da beeindrucken soll. Ja. Ist es David mit blonden Haaren? Ist es David, der noch beide Augen aufbekommt, obwohl er schon Cocktails getrunken hat? Ich weiß es nicht. Ich gebe wohlwollend eine 2 von 10. Okay, wohlwollend. Selfie Nummer 3. Wer ist das rechts, Johannes? Ich glaube, diese Person kennt sich ganz gut. Die sieht ein wenig aus wie eine Frau, die ich kenne. Ja, ich würde sagen, diese Frau kennst du Zeit deines Lebens. Aber wie? Das und wo? Also wenn das meine Mutter ist, wovon ich jetzt ausgehe, und also das ist schon... So, der Gesichtsausdruck ist öfters bei deiner Mutter so? Eher selten, eher selten.
Also ich kenne sie natürlich häufig so, Ja. wenn ich das Zimmer nicht aufgeräumt habe oder so. Das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wann. Ich bin sehr gespannt auf die Story. Ja. Das ist schon eine 8. Das ist schon stark. Schon stark. Das stimmt einfach vieles. Setting, wie auch immer meine Mutter dahin gekommen ist. Die macht ja jeden Scheiß mit. Offensichtlich. Ja, Ja, so. ich geb die 8. Ich gebe Gibst die 8. Okay. Dann kommen wir zu Selfie Nummer 4. Ja, er hat sich auf jeden Fall gemütlich gemacht. Der Bart sagt, es ist ein Herr, ganz klar. Ich gender ja nicht. Ja. Oder sie. Ist ein gemütliches Ambiente. Ich sehe Quietscheentchen, ich sehe Wasserpistolen, ich sehe Duschgel, ich sehe Wodka, vor allem Wodka. Ich sehe eine Doppelpommesgabel-Kerze und eine Zigarette, die nicht angezündet ist. Mhm. Ja, ist ganz nett. Die Person hat sich auf jeden Fall mit einem Bademantel in eine volle Badewanne gesetzt. Das ist zumindest Einsatz. Einsatz ist da. Mhm. Mehr als mit einem Bademantel einfach nur einen Cocktail zu trinken. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Mhm. Vielleicht ist es auch Edding für das Bärtchen. Dann wäre noch ein bisschen mehr Einsatz. Was hältst du von dem Kopfschmuck so? Kann man das so tragen? So? Ja, also wenn es jetzt meine eigenen Haare wären, hätte ich Angst, dass ich das Ding nie wieder rauskriege. Aber ich sag mal so, da ist auf jeden Fall mehr Setting vorhanden als bei Christian. Ich gebe mal eine 5 von 10. Alles klar. Weil ich ja mehr geben musste als bei Christian. Ja. Sonst wäre ich inkonsequent. Damit kommen wir zum letzten Selfie. Das ist doch bestimmt geshoppt. Müssen das echte Selfies sein, Müssen ja? echte Selfies sein. Okay, das sind... Da ist der Van der Horst und der in der Mitte. Die sind beide bei der Heute-Show. Mhm. Den rechts habe ich auch schon mal gesehen. Der ist nicht bei der Heute-Show. Das ist, glaube ich, dieser Typ, der immer Geld eintreibt hier. Könnte natürlich auch einfach eine random Begegnung gewesen sein. Ne? Ist natürlich, das ist schon was. Sieht man eher selten. Ja. Beide auf einmal. Definitiv auch beeindruckend. Wahrscheinlich hat er die einfach nur auf der Straße getroffen. Dann ist da eigentlich keine Leistung hinter. Es ist trotzdem ein Foto mit 2 Promis, die ich persönlich auch noch ziemlich lustig finde. Deswegen gebe ich da eine 6 von 10. Okay. Weil ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht vorbereitet sein. Außer er ist nur dahin gefahren, um da das Selfie zu machen. Halte ich für unwahrscheinlich. Deswegen gebe ich da eine 6 von 10. Dann haben wir eine relativ klare... Ja, haben wir klare Abstufung. Und dann schauen wir, was der Taskmaster daraus macht. Was macht der denn Taskmaster da jetzt? Genau. Gute Frage. Also ich würde an dieser Stelle unter der Gefahr, dass das wieder ein Befangenheitsanteil ist, einen ganz einfachen Trick machen. Und zwar nehme ich die Bewertung von Andi, teile sie durch 2 und gebe das als Punkte. Was dann, ich glaube, bei dir, David, 1 Punkt ergibt, bei Christian 2 Punkte, bei Mel müssten es 5 bekommen. Steht da. Achso, oh ja, pardon, genau. Genau, Mel, du bekommst 2,5 auf 3 aufgerundet, weil Kostüm und Setting finde ich Töpfe, vielleicht das beste Setting. Mike, du kriegst dementsprechend auch 3 Punkte, wobei ich hätte vielleicht noch einen mehr, aber ich kenne die beiden nicht, also keine Ahnung. Ja, ich gucke keine Musicpolitik. Und ja, Saskia, du kriegst dementsprechend dann 4 Punkte, weil das Foto ist gut, es ist sehr witzig, es ist sehr viel Arbeit dahinter und ich glaube, wir können alle uns einigen, dass das Kreativste auch von diesen Fällen ist. Absolut. Dafür nochmal Applaus. So, wir haben noch mal einen Task, den wir noch zeigen können, bevor wir nachher zum Live-Task kommen. Live-Task. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Bitte. Selbe mir. Leg den schon mal hin, ich muss mal ganz kurz was besorgen. Soll ich schon mal vorlesen? Oh. Okay. David, möchtest du uns sagen, was der Task war? Ich komme schon drauf, wenn du das liest, verlass so schnell wie möglich den Raum. Aber ich habe halt voll spät gelesen, weil Johannes einfach richtig böse nochmal geguckt hat, dass er diese Zahlen
Weil ich hatte es gerade komplett vergessen, dass mit der Zahnpasta noch kommt. Das ist schon grandios. Ja, okay. Also die Aufgabe war nur, verlasse den Raum? Oder hat die... Also, erzähl mir die dazu. Schreibe mal den nächsten. Was vergessen? Ich gebe dir mal eben kurz die Task. Ich fange schon mal an, ne? Verlasse den Raum. Deine Zeit hat begonnen, als Johannes den Raum verlassen hat. Okay, wohin ist Johannes gegangen? Er ist auf Klo gegangen. Ich will nicht den Raum verlassen, okay. Also, ich frage mich, was gehört zum Raum? Will ich auch noch zum Raum? Okay. Dann tschüss. Ja, dann. Ja. Genau, also wie du gesehen hast, der Task war, verlasse den Raum. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist so meine Erwartungshaltung. Kommt da jetzt noch was übel Krasses oder ist das jetzt so, dass für die nächsten 3 noch... Guck mal den nächsten. Gucken wir uns mal ein Geld an. Ich gebe dir schon mal, ich muss noch irgendwas besorgen. Verlasse den Raum. Deine Zeit hat begonnen, als Johannes den Raum verlassen hat. Ich soll den Raum verlassen? Also das war zumindest stilvoller Abschluss. Wie gesagt, ich habe versucht, allen ein wenig meine große schauspielerische Talent zu zeigen. So. Lass das in Zukunft nicht aus. Saskia. Ja. Ja, ach, ich muss was besorgen. Ich gebe es dir eben. Komm gleich wieder. Kann ich schon anfangen oder noch nicht? Verlasse den Raum, deine Zeit hat begonnen. Achso, ich soll es vorlesen. Verlasse den Raum, deine Zeit hat begonnen. Okay. Tschüss. Also, so habe ich ja den Raum schon verlassen, ne? Ja. Kannst trotzdem mal Johannes sein lassen. Ich habe das Gefühl, der hat wieder querulantisch agiert. Springst du aus dem Fenster? Mike ist zur Rehe gekommen vorne und hat es nicht gelesen. Ich gebe sie dir schon mal, ich muss noch mal kurz was besorgen. Okay. Ja, dann warten wir halt, ne? Ich kann euch ein bisschen was von meinem Tag erzählen. Es war eigentlich ganz cool. Am Anfang war es ein bisschen kritisch, also für die, die es nicht wissen, ich bin als Pädagoge tätig. Vermutlich bin ich jetzt auf der Bodenfahrt irgendwie am Durchdrehen und renne wieder nackt irgendwie in den Fluss rein oder sowas, aber eigentlich bin ich gar nicht so. Ich bin ganz bodenständig. Ja, da werde ich auf jeden Fall gucken. Ich werde auch vermutlich dann da mit einem Bier sitzen und werde mich dann freuen. In dem Sinne, hallo Zukunfts-Mike, ich hoffe, du hast Spaß. Ja, mal schauen. Ja. Ich freue mich drauf, wenn du genau diese Szene wieder siehst. und dann ich mir denke, so eine Scheiße, ey. Und ich werd genau das denken. Und alle werden sich jetzt vermutlich zu mir umdrehen und ich werde einfach nur den Kopf schütteln und warum habe ich mich eigentlich drauf eingelassen? Das wird genauso enden. Ich weiß es. Die Alu-Olio haben echt gut getan eben. Die waren echt lecker. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge es geschnitten wird, aber es ist vielleicht wisst ihr es oder wisst ihr es noch nicht. Mal schauen, in welcher Reihenfolge. Ihr werdet auf jeden Fall den Spaß damit haben oder gehabt haben. Es kommen ja sowieso nicht jede von diesen Sekunden mit rein. Ja, genau. Ja. Da klingelt's. Lass uns mal gucken, wer da ist.
Gottes Willen, ich muss noch Verlasse den Raum. Deine Zeit hat begonnen, als Johannes den Raum verlassen hat. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe 10 Minuten draußen gewartet. Ich hatte ja schon einige Kandidaten vor Mike und die waren alle eher von eher schneller raus. Eher schneller draußen. Und ich habe das auch erwartet, so, hätte sich Bruder das mitgenommen, dachte so, ja gut, so 30 Sekunden draußen warten. So ein Jojo oder so. So, ja, dann wartest du da und wartest und denkst so, passiert aber was. Ich hätte locker 20 Minuten gewartet, bis ich gefragt hätte, wo ist der? Und nach 10 Minuten habe ich dann selbst beschlossen, eventuell. Nein, von seinem Leiden zu entschließen. Und nicht nur meinem Leid. Ich hätte es einfach gefeiert, wenn es mal gehen müssten und mal sehen, wie lange das geklappt hätte. Ja. Eine Stunde. Ich hätte es dann wirklich anzufangen, wenn er nicht da ist. Übel. Ja, darf ich mal die Zeit nennen? Ja, bitte, nenn mir mal die Zeit, lieber Johannes. Ja, Mike, 10 Minuten, 13 Sekunden. Tendenziell eher länger, ja. Saskia, 26 Sekunden. Ja. Christian, 23 Sekunden. Ja. David, 19 Sekunden. Ja. Mel, 17 Sekunden. Ja. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Das ist ja eigentlich klarer Fall. Von daher denke ich, dass das Sinnvollste ist, dann auch Mel an dieser Stelle die 5 Punkte zu geben, weil sie auch ein sehr sinnvolles Mel kriegt 5 Punkte, dann hätten wir als zweitschnellsten, wenn glaube ich, David, der kriegt 4 Punkte, dann Christian, richtig? Ich möchte nochmal die Zahnpasta erwähnen. Der Streich, der sich da dann ausgespielt hat, ne? Deswegen genau, kriegst du nichts mehr, aber dann kriegt Christian, glaube ich, 3 Punkte, Saskia dementsprechend 2 Punkte. Und was mache ich jetzt mit Mike? Strafe ich das ab, indem ich ihm keine Punkte gebe, dass er so ein führiger Eichmann des Systems ist? Oder gebe ich ihm dafür diesen einen Punkt, weil er halt einfach nur faktisch am langsamsten war? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Mike, du kriegst den einen Punkt. Die Herzen alle anderen, genau. Ja, dann hast du noch ein bisschen was getan hier oben. Tja, Johannes. Ja, wir haben. Was sagt dein Clipboard? Mein Clipboard sagt, dass wir einen letzten Task haben. Nimm doch mal kurz einen Schluck. Weiß ich nicht so. Wir haben auch einen Live-Task. Oh, weiß. Mache das längste kontinuierliche Geräusch. Das längste Geräusch gewinnt. Es gibt einen Bonuspunkt für das beste Geräusch. Genau, wir dürfen jetzt nacheinander der Reihenfolge bestimmt der Taskmaster. Ich würde behaupten, dann fangen wir einfach links an mit Christian. Ja. Deine Zeit startet jetzt. Sekunden. Dann würde ich doch sagen, machen wir weiter mit David, aber ne, Johannes fängt an, die Zeit dann zu stoppen. Bist du bereit, David? Dann kommt deine Zeit jetzt. Ja, sehr gut, okay. Mel, du darfst als nächstes. Bist du bereit? Deine Zeit startet jetzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, ich auch. 52 Sekunden.
Sekunden, 61 Millisekunden. Boah! Ich hätte noch länger. Fast eine Minute. Mike, dann machen wir mit dir als nächsten weiter. Ich würde gerne die Dame vorlassen. Das erlaube ich aber leider nicht. Oh Gott, was kommt jetzt? Eine Stunde. Ja, wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Müssen wir uns das jetzt echt anhören? Ja. Jetzt überlässt man Naja, die Frage ist ja, macht das längste kontinuierliche Geräusch? Ja, der macht doch. Mach ich mit dem Handy. Das entscheiden nachher, glaube ich, Ja, jetzt auch so, oder? Ja? Oder eine andere. Wir können gerne eine Stunde aufschreiben und dann wahrscheinlich nachher nochmal. Aber dann müssen wir Mel auch die zwischendurch mal atmen. Das war aber gerade ein langer Ausdruck. Stopp the noise. Stopp the noise. Wir machen ja schlecht für Ich jetzt auch so gemacht. Okay. Dann hören wir mal nach, was die Saskia sich jetzt dann stattdessen überlegt hat. Die Saskia, die Zeit startet jetzt. Denke ich auch, und es wurde halt auch übel nervig. Hast du Geräusche, die Saskia öfter von sich gibt? Seltener, ehrlich gesagt. Ich wusste auch gar nicht, dass da so viel Lungenblumen so klein ist. Aber beeindruckend, würde ich sagen. Ja. Was würdest du sagen, welches der Geräusche war das dann halt das kreativste oder irgendwie in einer Weise? Ja, da bin ich ja so ein bisschen befangen. Ich würde ja fast sagen, Mike hat das schon kreativ gelöst. Allerdings würde ich das deswegen ungern würdigen, weil es ist nicht mit der Stimme entstanden. Das finde ich ist ja die wahre Arbeit dahinter. Und in diesem Sinne muss ich tatsächlich sagen, dass Mel für mich da eigentlich das Coolste gemacht hat, weil das ist gut gelöst. Da kann man relativ lange mit haushalten mit der Luft, die da im Körper drin ist. Das Geräusch finde ich interessant. Das ist ja auch popkulturell schon sehr gut verwendet worden. Deswegen Wie aber alle in dem Moment so, oh, sie macht das. Ja, ich würde dir den Kreativpunkt auf jeden Fall geben. Wer hat am kürzesten gemacht? Am kürzesten war David mit 9 Sekunden 37. David kriegt auch noch einen Punkt von mir, einen extra Punkt. Ja, das kürzeste Geräusch hat David 9 Sekunden 37. Dann Christian 11 Sekunden 38. Mike hatte 37 Sekunden. Und oder auch 0, nachdem man sehen möchte. 45 Sekunden wäre für Saskia und Mel hatte 52 Sekunden. Und du möchtest David und Mel jeweils einen Pluspunkt geben? Ich mache aber, also die Punktung, falls es euch nicht aufgefallen ist, natürlich komplett arbiträr und willkürlich. Von daher mache ich das jetzt in dieser Runde tatsächlich auch so, dass, wie gesagt, David und Mel jeweils einen Punkt als Bonus bekommen und Mel einen Siegerpunkt. Cool. Weil ich glaube, keine Art von Begrenzung wird jetzt an der Sichtreihenfolge noch viel geändert und ich glaube auch, wenn ich mir das so angucke, ist das meiner Meinung nach relativ fair verteilt für das, was wir heute gesehen haben im Gesagten, oder Johannes? Natürlich. Ja, definitiv auch Kreativitätslevel ansteigen und absteigen. Ja. Ich würde sagen, damit hat Saskia heute die erste Ausgabe von Taskmaster gewonnen und deine Preise liegen dort